Langsam, Piano! Freunde, nicht so gierig! Aber wenn jetzt du Winzer wärst und da den ganzen Tag am Arbeiten, Ja, hättest du sicher ein Fläschchen dabei. ganz sicher. Ist 3 Grad Tour. Schicken. Jetzt musst du mir noch einmal deinen Namen sagen. Bachmann. Bachmann! Bäcker Konditor, Bachmann! Das ist doch der Watson oder wie? Was warten wir eigentlich? Wir sind Wir ready. wären schon lange ready. Kommando muss kommen. Oh, das Käferli, wunderbar. Danke vielmals. Und ich habe noch eine Nachricht für euch. Lies mal vor. Lieber Nico und Noah, die Grand Tour of Switzerland hält noch mehr Überraschungen bereit. Schweiz Tourismus schickt euch auf eine weitere kulinarische Entdeckungsreise. Auf dieser Reise werdet ihr degustieren. Degustieren, ja. Degustieren. Nein, degustieren. Das gibt es beim Wein. Lies weiter. Lämmer tränken. Das klingt nach Metzgerei. Und das nächste verstehe ich auch schon nicht. Kiesgäu. Das Schissöi. gar nichts. Schissöi zubereiten. Das klingt nach Käse vielleicht. Und einen echten Weltmeister die Hand schütteln. Da freue ich mich auf einen Weltmeister. Die Route und Station findet ihr auf der Karte. Nehmt ihr die Mission an. Jetzt sind wir ja schon da. Was wollen wir machen? Machen wir, oder? Degustieren und wenn es anderer Schreibfehler ist, bin ich auch voll dabei. Also komm, machen wir. Wollen wir mal die Karte anschauen? Nicht zu weit. Da hinten ist, glaube ich, Wir sind einfach nicht gemacht für so Karten. Kenne ich natürlich von früher. Schauenursli. Dann hier Steinbock ist voll bei mir. Käse sehe ich auch. ein Munk. Murmeli heisst es. Und da ist auch das Restaurant. Emoji. Excuse! Wollen wir mal schauen? Komm, wir gehen mal Und fragen. Karte kannst du zusammenlegen und Kaffee schon einpacken. trinken, ja? Und ich kann mal schauen, ob wir da richtig sind. Ist gut? Du lässt mich wieder mit dieser Falterei Können wir allein, Pizzockel machen hier? So, hallo? Hallo? Sind wir da richtig? Was macht ihr hier? Hi. Ja, sorry, dass wir so reingeplatzt sind, aber wir haben eine Botschaft bekommen, eine Nachricht, eine Aufgabe. Ja, wir haben eine Riesenaufgabe. Wir machen gerade das Tasting für die neue Karte. Also, wenn ihr Das Lust sind habt, beides kommt perfekt. mit. Wir hocken gerade da oben auf der Empore. Wir haben hier unser Weintasting. Wir machen das eben alle 3 Monate saisonal, dass wir zusammensitzen, degustieren 20 Weine miteinander und anhand von den 20 Weinen bestimmen wir dann unsere neue Speisekarte. Und da freuen wir uns auf eure Inputs. Pro Wein gibt es einen Gang. Genau. Okay. Was suchen wir? Das ist Vorspeise, Ja, es ist Hauptgang. eigentlich schon ein relativ kräftiger, ne? Das heißt eher Richtung Hauptgang. Meine ich es nur, oder ist es ein bisschen reduktiv? Ja, Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Das ist ein bisschen reduktiv. Kommt Oli. das hast du gut rausgefunden. Vielleicht nochmal für die Köche unter uns, reduktiv, die Erklärung. Ja, du hast oxidativ mit Lufteinfluss, ne? Das ist ein bisschen üppiger dann. Reduktiv ist eher ein bisschen verschlossener und wie würdest du das so schön sagen? Das sagt man am besten ohne Kamera, es ist halt so ein bisschen stinkig meistens am Anfang. Ein bisschen so ein bisschen Animalisch. Animalisch. So ein bisschen nach Toast, Brioche, dieses ganz frisch gebackene. Dann hast du die Aprikose so ein bisschen eingedörrt. Würde reingrätschen mit Leberli oder Nierli? Mal? Die Frage, ob das zu kräftig dann ist. Nein, ich sehe das auch bei einer Innerei, weil das ist schon eine super knackige Säure, aber da brauchst du irgendwas Fettes, was das wieder auffällt. fettige Soße. Ja. Tacos. Tacos. Ich war in Mexiko, ich kann Tacos. Tacos? Ich würde sagen, Küchenchef Tacos eingeloggt. Und ich habe einfach brutal Hunger. Ich kann das nicht mehr. Ich wäre Dann gespannt. zeigen wir euch doch mal, was wir von der letzten Karte alles rausgetastet haben, oder? Also gut, dürfen wir auf die Terrasse Ja, wieder? klar, kommt. Wow. Wunderbar. Ei. Merci vielmals. Berlin im Boah, das Bündnerland. sieht gut Hey, aus bei hörst dir. du auf? Sag mal. Danke vielmals. Gehen wir rein. Geil. Richtig geil. Hallo miteinander. Sieht Salut. gemütlich aus da. Ja, Im Sünnelen, hä? Wo bist denn du? Ich bin der Baptist, ich bin am Arbeiten und denke, ich könnte noch 2 brauchen. kannst du Hilfe brauchen? Ja, das sehe ich nicht, ob ich es brauchen kann. Probieren würden wir es mal. was meinst du? Komm, trink aus, wir müssen arbeiten. Ja, das heisst, wir gehen jetzt schneiden, oder was? Ja, schneiden lohne ich euch nicht. Das traue ich euch nicht zu. Aber ja, können wir da das, was geschnitten ist, rausrupfen. Rausrupfen, gut, das können wir. Jetzt gehen wir zu Reichenau hier oben am Schloss Ja. und hier die Reben kultivieren und bringen dann die ganze Ernte auf Reichenau und dann oben alles verarbeiten und Wein verzehren.
degorgieren beispielsweise? Nein, wir machen keine Schuhe. Ah, keine Schuhe, Nein, ja. keine Schuhe. Da müssen wir fast zum Obrecht schauen bei dir. Oh ja, das könnte man eigentlich machen, ja. Machen wir das dann noch? Wie das hat doch geheißen, ja. Vielleicht hat es Zeit. Obrecht schon wieder Nähe, oder? Ja, das ist gerade da, hinter dieser Mauer, etwa 500 Meter. Gut, merken wir uns. Machen wir danach, degorgieren. zuerst müssen wir da noch ein bisschen rausrupfen. Nein, nicht noch ein bisschen. Jetzt Ah, gehen wir ja, mal ja. Händchen holen und scheren, Also, dann geht's Händchen. drauf. Super. Dann mal, wie wir die Händchen anlegen. Also wenn ich mal gross bin, dann will ich mal wirklich noch etwas mit den Händen machen. Darum bin ich so fast ein bisschen eifersüchtig auf deinen Job. Ich möchte das, wenn ich später... Also Komm, wenn jetzt ich hör alt auf bin, schnurren, jetzt fangen wir an zu arbeiten. Jetzt kommen wir nicht mehr zum Obrecht. Die Idee ist, dass ihr das hier abschneiden, die Chance hier Und zeig ihm aber genau, was er abschneiden darf. Ja, nur das, was los ist. Wenn er so gesagt hat, schon beim Ablaufen. Das Stein ist los hier, gell, für dich? Für dich? Ja, für dich scheinbar auch, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist los, ja? Ja, das ist los, genau. Genau, aber schau, dass du nicht die ganze Anlage auseinanderrupfst. Und nicht in die Reihe. Aha. Also Du stehst auf der falschen Seite. Mal. Da jetzt Holz, nicht der Tee da. Du musst alles rausnehmen in die Reihe, also kann man eigentlich von zwei Seiten. Immer eine leer und eine wiederholt. Genau, das tun wir noch alles häckseln. Und dann geht das eigentlich in den Boden rein und gibt dann wieder Humus. Genau, die sind los, die kannst du rausnehmen. Ja, noch Zeug noch. Aber du musst einfach nicht immer hin und her laufen, Kamerad. Schau mal da. Die Hälfte ist ja noch Die drin. Hälfte vergisst Oh, du nein, nicht. das ist alles angemacht. Schau. Das da. Ah, den habe ich übersehen. Ja, stimmt. Habe ich das dann auch noch... Ja, das stimmt. Warum tust du die überhaupt abkapseln? Schau mal, ich zeige dir einmal. Nachher, am Ende des Tages, wird das hier wieder hierher gebunden. Ja. Und da aus diesen Augen kommen dann die Schoss raus, Ja. die dann wieder die Trauben dran haben. Den hier lasse ich nur jetzt, das ist meine Frostreserve. Ja. Wenn die Blätter schon treiben und da kommt noch Frost, dann hat der viel weniger Saft drin. Die Blätter sind noch viel kleiner. Wenn man das alles verfrüht, kann ich den abschneiden und nachher den hier abbinden. Es wird halt immer früher warm und dann treibt es halt viel früher aus. Ach so, und dann, wenn es nochmal kalt wird, gefrieren Ja, die schon austrieben haben, wieder unter ein. 0 Grad, dann die Schössli, die da sind, die gefrieren dann ein. Und dann Fluch stirbt und es Sagen, quasi ab. sag ich immer. Das ist Fluch und Sagen. Die Frage ist, wie lange machen wir das noch machen? Aber es ist ein Zeitplan. Ich glaube, das genießen jetzt alle vom ganzen Team. Das müssen jetzt eigentlich niemals schaffen. Aber wenn jetzt du Winzer wärst und da den ganzen Tag am Arbeiten, Ja, hättest du sicher ein Fläschchen dabei. ganz sicher. Merlot am Schneiden, Chardonnay am Saufen. Genau So. so. Den nehme ich auch noch mit hier. Ja, und wir sind fertig. Und ist fertig. Finger alle noch dran. Hey, merci vielmals. Ja, danke euch fürs Helfen. Danke. Super. Bis gleich. Ich hoffe, es hat gefallen. Merci vielmals. Ja, super spannend. Den Lohn bekommen wir bei Obrecht in diesem Fall. Entschuldigung. Ich glaube, da sind wir richtig, Nico. Sali, Hey, ciao. sind wir richtig in dem Fall, oder? Wie geht's? Nico, freut mich. Nico. Hoi. Hoi. Es hat geheißen, wir bekommen guten Wein da. Wir dürfen ein bisschen mitsarbeiten. Ja, mal komm, könnt Wir ihr noch helfen. Hilfe brauchen. Will jemand gerade mit dem Stapler reinfahren? Da? Übernehme ich gerne. Machst du Oh, das? ja, da bin ich froh. Kannst du kommen? Kannst du gerade das Fässchen aufladen? Ja, aber steht er noch? Das ist gar nicht schlecht. Stopp! Sauber. Also komm, schauen. Da gefällt es mir, Barrikeller. Da zeige ich euch schön, was wir jetzt gerade dran sind. Wir haben ja den Schaumwein. Also der wird in Flaschen abgefüllt und dann kommt das Krondeckel über, also Bierdeckel. Und dann siehst du den Druck, den er macht. 2,5 Bar, würde ich sagen. Der startet jetzt gärig, er geht auf bis auf 6 Bar. Was? Mehr als ein Autoreifen. Krass. Also, wenn da einer explodiert. Ja, der hast du Das ist das Problem. sagt Das ist die traditionelle Champagner-Gärmethode, also Flaschengärung. Okay, und Also du siehst übrigens sehr gut im Licht, wie hier das Depot reinhängt. er. Wenn ich jetzt etwas in meinem Keller habe, würde ich nicht sagen, der ist schon durch. Der ist durch, der ist etwas nicht gut. Wenn er jetzt so aussieht, würdest du eher sagen, der ist über, oder? Ja. Genau. Und das ist dann auch der wichtige Prozess, wenn wir sagen, jetzt gehen wir in den Verkauf, dann müssen wir rütteln. Und zwar für das hast du die Rüttelpult und dann musst du da einmal pro Tag musst die Position von der Flasche verstellen. Das heisst, die Hefe wandert vom Boden in den Deckel und jetzt siehst du, jetzt hängt sie im Deckel. Das Ziel ist, dass die Hefe rauskommt. Ja. Genau. Wo soll sie rauskommen? Ja, das kannst du jetzt gerade probieren. Ja, Ich Schiss. tue das mit einfach. dem kurz vorzeigen. Du hebst den, das ist der normale Flaschenöffner.
Und nachher während dem Aufrichten öffnest du. Kein Problem. Und bitte. Oh, scheiße. Nein, ja, jetzt ist es ganz verdammt, oder? Cool. Nicht schlecht gemacht, oder? Fast korrekt. Also ich will auch noch eine machen. Ich gebe dir mal die, probier du mal. Schön ansetzen da. Genau. Und nachher, wenn man da oben ist, öffnen. Also etwa bei 45 Grad öffnen. Das ist aber nicht richtig. Das ist richtig. Also das ist jetzt ein bisschen zu früh gewesen. Ja, also Jetzt früh gewesen. für die Sauerei, die langen Fässer gehen. Und hol mal einen Lump weg. Und geh neu holen. Aber die Hefe ist draussen, siehst du? Hast du rausgeschossen? Und jetzt kannst du das trinken. Ja, probier. Oh, das ist herrlich. Frisch gezapft. Lecker. Viva. Du hast aber den Merci, tut mir leid. Das, ist ein bisschen... Degorgieren, gell? Das ist jetzt Degorgieren. Das könnt ihr den ganzen Tag machen. Das soll den ganzen Tag machen. Und dürfen wir mal vielleicht aus einem Festchen etwas probieren, oder? Das können wir sicher probieren. Ja? Ja. Wie sagen wir das? Sonte. Viva. Viva. Viva, schön. Und was ist das jetzt für ein Jahrgang? Wann ist der da abgeführt worden? Das ist 24er, also ganz jung. Der muss noch ausreifen, der bleibt jetzt 12 Monate im Fässchen zum Reifen. Monolith Pinot Noir. Finde ich jetzt schon super geil. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Ja. Das, was wir vorher gemacht haben, degorgieren, macht man das wirklich so? Oder gibt's Das da irgendwie... wäre ein viel zu grosser Aufwand, jede einzeln von Hand. Für das haben wir eine Maschine. Komm, wir gehen mal schauen. Schön. Und nachher tut die Maschine eigentlich das, was du von Hand gemacht hast, macht sie da von allein. Und dieser Prozess hier ist dann eigentlich einfach, um den Verlust, den du hast, um den auszufüllen. Nachher nebendran ist gerade Korken drauf. Der wird nachher zusammengepresst mit der Maschine, kommt in die Flasche, etwa bis zur Hälfte rein. Und nachher presst es noch das Tröpfchen drauf. Wie viel Mal pro Jahr passiert das da? Das machen wir alle 5 Wochen. Und dann sehen wir uns wieder in 5 Wochen. Nein, Mit dem jetzt Lohn probieren wir noch mal. jetzt können wir noch etwas probieren. Yes, auf das habe ich gewartet. So, Jungs, jetzt habe ich eine Challenge für euch. Oh. Und zwar tun wir jetzt ein Kerzchen anzünden. Was sabrieren? Kennen ihr das? Sabrage. Sabrage? Ja, sagt mir etwas. Sabra. Sabrage. Hey. Das Ziel ist, dass du die Kerze löschst mit Öffnen. Du stehst hierher und mit dieser Kantenseite schlägst du hierher. Okay. Ja, du musst schon ziehen. Das geht nicht. Ja, ja. Oh, ey, nicht schlecht. Chapeau. Das ist nicht das erste Mal Einschenken. gemacht, hä? In diesem Fall würden wir anstoßen auf Ja. ein gelungenes, wie sagen wir das, was wir jetzt da gemacht haben? Ja, eben. Wirklich? Gut arbeiten. Das sagen Hey, merci vielmals. Viva! Viva. Merci Ja. vielmals. Ja, Das danke. ist also ganz eindrücklich, wirklich. Wunderbar. Das ist super. Das ist süffig. Habt ihr irgendeinen Laden oder so, wo wir noch irgendetwas haben? Ja, also wir hätten einen Automat. Könnt ihr selber rauslassen. Das ist gut. Weiter geht's, hä? Da kommen wir wieder, ey. Das ist genial. Da kannst du auch, weißt du, am Abend, wenn der Ja, Laden komm zu mit. ist, hey, Wir müssen ist unglaublich weiter. gut. Hallo? Hallo da. Sind wir richtig? Wir wissen nur Lämmer tränken. Ja. Ist ein Begriff. Dann sind wir richtig, ja. Das gibt es wirklich. Man denkt, vielleicht ist das irgendwie ein Trick oder so. Nein. Kameramässig. Die Lämmer brauchen ja auch zu trinken, oder? Sonst Ach, ich bin wächst es froh. nicht. Wir haben schon gedacht, vielleicht etwas Schlimmeres. Aber in dem Fall nein, wir geht es ums können die Lämmer Trinken. trinken. Schau, gesagt, Schöppeln. Ja, zuerst müssen wir natürlich die Schafe melken, dass wir Milch haben, um diesen Lämmern das zu geben. Dann wollen wir gleich loslegen. Ja, ich würde Ja. sagen. Gut. Schau, ich zeige dir. Kannst du da öffnen? Sie können nicht gehen! Was soll ich jetzt machen? Ja, melken! Ja, was machen? Weißt du nicht wie? Jetzt kann Wir schicken dir noch mehr rauf! Oh, langsam, Piano, es hat genug für alle. Hey, eins nach dem anderen, der quetscht. Oh, sie quetschen. Soll ich stoppen? Stopp! Ja, mal stoppen. Stopp, stopp! Also, jetzt muss man hier die Reihe vormelken. Vormelken. Das machen wir so. Abpumpen machen wir jetzt, oder? Und dann nehmen wir hier die Zitzen. Schön. Wer will die nächste probieren? Mach du! Mach du noch! Ja! Mal schauen. Wie fühlt es sich so? Kommt noch nicht, hä? Nein, du musst vorher ein bisschen massieren. Nein! Oh, schon! Oh ja! Das ist mehr als bei dir. Du musst doch ein bisschen Ich will nicht! Du
musst du weiter runtergehen. Ja, jetzt bist du auf einmal Profi, oder? Jetzt dürfen die, die ihr vorgemalt habt, hier mit diesen Tüchlein putzen. Achtung, kalt. Achtung, kalt! Und jetzt tun wir die mit der Maschine melken. Das heisst, sie gehen hierher, tun es rauf und dann zuckt es an. Wow! Nein, mir ist wieder abgekriegt. Du musst beide gleichzeitig. Ich mache einen, du machst einen, weißt du? 1, 2, 3. Geil! Geil! Sie wirken mega entspannt. Und jetzt kann man noch ein bisschen mal nachhelfen. Und wenn man sieht, es kommt nichts mehr, dann können wir wieder die grünen abdrücken und abhängen. Genau. Sollst du abhängen? Soll ich abhängen? Ja, mach doch du. Ausfädeln kannst du. Und jetzt können wir noch go. Lämmli trinken, ha? Auf das freue ich mich jetzt. Ich bin sehr. Also auf das. Ich habe nicht. Ja, das war spannend, aber auf das andere freue ich mich. Hallo! Lämmli. Wenn wir bis zu dem schwarzen Strich füllen, dann könnt ihr das hier reinleeren. Stellen den hier her und dann müsst ihr einfach büscheln, dass jeder gerade Verteilt, das schaffen wir. trinken kann. Lass den Kessel einfach. Ja, bis zum schwarzen Ja, ich Strich. sehe es. Oh, das schmeckt frisch. Die Hälfte daneben! Ja, ich sehe es nicht. Du musst mich führen. Ja! Stell sie mit! Achtung! Freunde, nicht so gierig. Du musst selber. Du kannst da. Schau da jetzt noch frei ins Absäulen. Du kannst den nehmen, Köpfchen, kannst den nehmen. Nachher rutschen. Nachher rutschen. Das sind überkreuzt. Das sind 2 Ja, überkreuzt. jetzt haben wir es dann. Jetzt So. noch ein bisschen Gerät heben, dass die alle kriegen. Du, nein, wir sind im Akkord noch weg mit dem Schwanz dazu. Die 6 Liter sind schnell weg, he? Genau. Fast schon ausgeschossen. Einfach schauen, dass sie nicht nur noch Luft trinken, sonst gibt es dann einen Blähbauch. Ja, aufpassen. Ja, schau du rein, ich sehe es nicht. Ja, Bleibuch, Alarmstufe. Stufe Bleibuch. Ja, jetzt hat es wirklich noch einen Spuderschluck, den will niemand. Aber da hat sich einer reingemogelt, der ist sicher schon Jahre reingegangen. Das sehe ich doch von da aus. Das ist doch so Nein, wir fahren runter. Ja, nächste Station bei uns ist Luplan Pontresina. Also, Wie lange haben wir auf Pontresina? Was würdest du sagen? Ja, etwa 2 Stunden. Oh. brauchen wir vielleicht irgendwie noch ein bisschen Proviant oder etwas, was wir mitnehmen können? Ja, sonst können wir ja gerne in den Hof laden. Dort Liter finden wir sicher Schafmilch. etwas. Wow, das ist mal ein Hofladen. Du hier für uns etwas auslesen, du kannst es hier in die Box tun. Natürlich noch irgendeinen Käse. Was hast du gerne für Käse? Milde, Rezepte? Härte. Das Schafblöckli, oder was ist das Beste? Schafblöckli. Bergkäse, muss ich aber schon auch noch einen Wir nehmen. nehmen noch etwas trinken mit. Ja, also ich glaube, so kommen wir auch okay auf Pontresina. Zahlen macht die Produktion. Tschüss, mach's gut. Vielen Dank, ja. Was für eine Erfahrung. Merci vielmals. Das Das war wunderbar. Es hat Wir so Spass gut gemacht. können abpumpen. Mal so einen Zug. Mal das Auto stehen und vielleicht den Zug nehmen, wäre ganz herrlich. Ja, noch ein bisschen snacken. Das Apero im Zug innen. Ja. Das ist doch unser Ding eigentlich. Ja, was haben wir heute alles wieder gemacht, Nico? Obrecht, degustiert. Degustiert. Barikeller angeschaut. Nachher sind wir noch hast eine neue Menükarte beim alten Tor gelobt. Das mit diesen Lämmchen. Oh. Und auch in der Reben arbeiten, finde ich auch mal geil gewesen. So ein bisschen zum Wissen, wie das alles, was für Arbeit das ist. Schafmelken. Noch nie gemacht, das ist wirklich Wahnsinn. Das war mal beeindruckend gewesen. Ja, ist unglaublich schön, aber ich genieße jetzt hier die Ruhe. Hast du eigentlich Dings Kanal abonniert? Nico noch. Schweiz Tourismus. Ich bin Fan seit Tag 1, hast du das Gefühl? Lecker, Aber vielleicht aber schon das Leute Geilste, nicht. was es gibt. Wenn ihr mich abonniert habt, ich bin enttäuscht. Spätestens jetzt. So, jetzt kann ich schlafen. Können wir nur Highlights? Kalt, ich bin am Ich Verfehlen. kann kalt, und ich bin nicht dort. Oh, das ist wirklich scheiße kalt. So. Gut.